Hey Leute, hier ist Lionel und heute wollen wir ein altes, verlassenes Gartenhaus für ein mystisches Fotoshooting nutzen. Viel Spaß dabei! Ihr kennt mich ja, ich liebe einfach Lost Places. Ja, wenn eine Location einfach schon sehr, sehr alt und verwachsen ist, und super viele Texturen aufweist, ich liebe das einfach. Und es gibt eine Location, die habe ich extrem oft für meine Projekte benutzt und ist vielen von euch sicherlich schon ein Begriff, und zwar Leuengold. Ja? Bei Leuengold habe ich schon extrem viele große Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel dieses hier oder dieses hier, habe da einige Videotutorials aufgenommen. Und diesmal habe ich noch einen Schatz bei Leuengold gefunden. Ja? Neben dem Dachboden und der Scheune und was es nicht sonst da noch alles gibt, gibt es auch eine alte, verlassene Gartenlaube, so ein kleines Gewächshaus. Ja? Das befindet sich hinter der Scheune und ich habe das durch Zufall eigentlich entdeckt und ich dachte mir so, wow, okay, das müsste mal für ein Projekt einfach in Anspruch genommen werden. Und dann habe ich mir einfallen lassen, okay, was passt denn dazu? Ja, so eine alte, verlassene Gartenhütte, finde ich, hat an sich schon so was Mystisches, so was Verwunschenes, weil das ja auch irgendwie so verwachsen ist. Und da wollte ich einfach eine mystische Inszenierung machen mit mehreren Models und elfenhaften Kleidern. Für dieses Projekt habe ich 3 rothaarige Models ins Boot geholt. Warum rothaarige? Ich finde, rothaarige haben häufig einfach so an sich schon irgendwie so eine elfenhafte Ausstrahlung. Ja, plus diese helle Haut und die Locken und die roten Haare. Ich finde es einfach, eigentlich sehr, sehr verträumt, sehr elfen- und feenhaft. Finde ich wunderschön. Dazu haben wir Kleider ausgesucht von der Esther Hoffmann. Eine sehr, sehr coole Designerin mit einer genialen Kollektion. Und wir hatten die ganze Kollektion zur Verfügung und konnten sie für unser Projekt einsetzen. Grundsätzlich sah diese Gartenlaube sehr, sehr schön aus, aber der Hintergrund war mir noch ein bisschen zu leer und zu hell. Da war nicht wirklich viel, außer halt eben dieses Milchglas, was da drin war. Zum Glück haben wir hinter dem Haus einfach noch so verrottetes Holz gefunden und haben damit auch nochmal versucht, ein wenig den Hintergrund auszudrapieren, damit da einfach ein paar mehr Elemente drin sind. Da kann man auch ruhig mal probieren, und wenn es auf Anhieb nicht direkt passt, dann holen wir das Holz auch eben raus, bis wir eben einen schönen Hintergrund haben, der uns gefällt. Zusätzlich, wir wollen ja nicht nur altes, morsches Holz und ein vergammeltes altes Gewächshaus haben, habe ich auch noch Jugendstil-Möbel gekauft. Mit diesem Rankgitter, so weiße Rankgittermuster, einfach so einen schönen Tisch, 2 Stühle, damit man so ein bisschen noch diesen Kontrast hat zwischen diesem alten, vermoderten und aber auch, ich sag mal, neueren Möbel, die aber trotzdem sehr vintagehaft sind und insgesamt eben sehr, sehr zeitlos wirken. Wir können auch schon ein paar Testfotos machen, auch wenn das Model noch nicht da ist, weil so können wir schon feststellen, okay, so sieht es im Bild aus, und das hilft uns natürlich halt auch beim Setdesign. Und wenn das Set eingerichtet ist, dann können wir die Models auch schon direkt ins Boot holen. Für meine Bildidee wollte ich die Models eigentlich barfüßig haben. Ich empfehle euch allerdings, wenn ihr an solchen Locations unterwegs seid, checkt vorher ab, okay, ist der Untergrund safe, und lasst die Models erstmal mit Schuhen oder mit Socken ins Set reinkommen und dann erst im letzten Moment lasst sie die Schuhe ausziehen, wenn die wissen, okay, die müssen jetzt nicht mehr allzu viel rumlaufen, weil man weiß nie, was an solchen Orten auf dem Boden ist. Wir haben das Shooting auch zu einer kalten Jahreszeit gemacht, und je kürzer die Models frieren, desto besser ist es halt natürlich. Wir fotografieren heute mit Available Light, das macht es uns sehr, sehr einfach. Dadurch, dass diese Glasscheiben sehr, sehr milchig waren, auch schon durch das Alter, haben wir ein relativ gleichmäßiges, weiches Licht überall und müssen uns um das Licht gar nicht mal so viel Gedanken machen. Wenn ihr in der kühleren Jahreszeit was macht,
habt immer ja, den Mantel von den Models irgendwo in der Nähe von dem Set. Ja? Bestmöglichst ja, macht ihr die Testfotos, während die Models vielleicht noch den Mantel anhaben. Ja? Und wenn alles sitzt, ja, ihr den Bildausschnitt ausgewählt habt, zack, Mantel aus und dann könnt ihr shooten und nach 5 bis 10 Minuten, wenn das Model wieder anfangen sollte zu frieren, einfach den Mantel wieder drüber geben. So der Gentleman, ja die Gentleman-Version davon wäre sogar, ihnen die eigene Jacke zu geben, weil der Vorteil von der eigenen Jacke ist, wenn wir die tragen, ist sie schon mal ein bisschen voraufgewärmt. Das nur so ein kleiner Tipp am Rande, ja, damit unsere Models auch nicht frieren. Zuerst habe ich mich mit den Models einzeln warm geschossen, aber ich wollte auf jeden Fall auch noch Bilder machen, auf denen mehrere Models gleichzeitig drauf sind. Deswegen ist es auch schon sehr, sehr praktisch, wenn man vorher mit denen schon fotografiert hat, weil so ist man schon so im Shooting-Flow drin, ja, und dann ist es einfacher, eben mit den beiden gleichzeitig zu arbeiten. Ja. Die sollten relativ anmutig aneinander liegen. Nachdem wir uns warm geschossen haben mit dem Available Light, wollte ich natürlich noch etwas mit Nebel machen. Ich habe dann aber gemerkt, so, da fehlt noch was, ja, da müssen wir ein bisschen umbauen. In der Zeit, zack, schicken wir die Models wieder rein, dass sie sich schön aufwärmen können und wir konnten so unser Lichtsetup aufbauen. Wir haben einen entfesselten Blitz benutzt, ja, mit einem Galgenstativ, den wir über das Gewächshaus einfach steil, ja, quasi 90 Grad von oben, zack, direkt runter positioniert haben. Ja. Zum Thema entfesselt blitzen kommt demnächst auch nochmal ein Video, das verlinke ich euch am Ende auch nochmal in die Abschlusstafel rein, könnt ihr auch gerne mal draufklicken, wenn es euch interessiert. Auch hier haben wir erstmal Testfotos mit dem Team gemacht. Ja, da müssen wir die Models nicht raus in die Kälte holen dafür, sondern können einfach mit unseren Teamkollegen schon die Testfotos machen, um zu sehen, okay, passt das Licht so wie es ist und wenn es passt, dann können wir die Models reinholen. Zum Thema entfesselt blitzen auch nochmal, da ist es praktisch, je weniger Umgebungslicht wir haben, desto mehr können wir mit dem Licht kontrollieren. Ja? Desto wirkungsvoller ist die einzelne Lichtquelle selber. Deswegen haben wir erstmal auf den Nachmittag gewartet. Ja? Da ist die Sonne auch nicht mehr so hoch, da haben wir nicht mehr viel Umgebungslicht und das Umgebungslicht können wir eigentlich fast ignorieren. Ja? Und damit kann man auch mit einem schwachen Speedlight auch schon sehr, sehr eindrucksvolle Lichtsituationen schaffen. Das Trickige dabei, das Schwierige dabei, ist, dass wir möglichst präzise Anweisungen geben. Weil, wo wir noch bei einer Einzelperson, wo die sich noch frei bewegen kann, also relativ frei bewegen kann und wir nur so Kleinigkeiten ansagen müssen, ist es bei 2 Personen schon komplizierter. Ja, da sollten wir möglichst, also das ist mein Workflow, da positioniere ich erst die eine Person, lasse sie in der Position stehen und leite dann die andere Person an. Ja? Oder mache das abwechselnd. Aber ich kommuniziere immer nur mit einer Person gleichzeitig. Weil wenn ich eine Anweisung an beide direkt gebe, dann machen das vielleicht beide und dann geht der Blick von der einen irgendwie in die eine Richtung. Und es ist einfach einfacher, wenn wir eben uns auf ein Model immer gleichzeitig konzentrieren. 2 Leute gleichzeitig anzuleiten, kann ganz schön tricky sein, ja? Vor allem, wenn man ganz genaue Vorstellungen so im Kopf hat, so wie ich. Das kann auch manchmal dazu führen, dass es zum Teil sehr, sehr lustige Situationen gibt, und die einfach in Lachflashs enden. Aber das gehört nun mal dazu. Aber dafür ist es trotzdem wichtig, dass wir eine Shooting-Atmosphäre trotzdem beibehalten. Ja? Weil wenn man jetzt irgendwie anmutig aneinander lehnen soll und man jetzt selber auch in so einen Lachflash reingerät, dann ist man am Ende des Tages irgendwie, hat zwar einen super Tag gehabt, super Lachflash, aber irgendwie ist die Ausstrahlung dann in den Bildern nicht drin. Ja? Also auch wenn ihr Lachflashs habt, versucht so schnell wie möglich wieder zurück in die Shooting-Atmosphäre reinzukommen. Und dazu können wir mehrere Dinge tun. Das einfachste Mittel dazu ist natürlich Musik. Ja? Bei meinen Shootings habe ich immer Musik laufen, die zu der Bildstimmung passt, die ich mir für meine finalen Bilder vorstelle. Ja? Also in dem Fall hatten wir hier so schöne klassische Musik am Laufen, die auch relativ anmutig ist. Und diese Atmosphäre am Set überträgt sich natürlich auch auf die Models. Zu dritt ist es natürlich noch schwieriger, da müssen wir noch präziser arbeiten und auch hier haben wir unterschiedlichste Konstellationen ausprobiert. Wichtig ist, dass die Gesamtbildstimmung, dass der Bildaufbau in sich stimmig ist. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, die man abändern muss. Da ist es ganz, ganz wichtig, den Leuten einzelne Posing-Anweisungen zu geben. Somit können wir auch präzise unser Bild konstruieren. Vielleicht ist es ja nur ein Kopf, der sich gerade nach oben strecken muss.
oder ein bestimmter Arm, der bewegt werden soll. Eine klare Kommunikation ist hier das Stichwort und auch wirklich super, super wichtig. Wenn wir die Pose drin haben, der Bildaufbau steht, kommt nur noch die Nebelmaschine rein und fertig ist unser Bild. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Was brauchen wir für unser mystisches Shooting in einem Garten? Als allererstes eine Location. Ja, die Location sollte gut ausgesucht sein. Ja, die sollten wir vorher begehen, nach Gefahrenquellen untersuchen und uns auch schon Gedanken machen, was passt dazu. Als zweites passende Requisiten. Ja, das Set sollte in sich stimmig sein. Ja, das heißt, auch unsere Requisiten, die wir aussuchen, und ich zähle zu den Requisiten jetzt auch einfach mal das Styling, also die Kleider dazu, genauso wie unsere Möbel, sollten auf die Location auch abgestimmt sein, damit sie in sich homogen aussieht. Als drittes, wenn ihr mit Effekten arbeitet oder mit einer sehr speziellen Lichtsituation, macht Testfotos. Ja, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, vor allem wenn ihr vielleicht in einem Gefilde arbeitet, wo es durchaus kalt sein kann für die Models, dass die Models einfach mal Pause haben. Ja, ihr könnt euren Umbaustress haben, könnt rumprobieren, ohne dass das Model jetzt irgendwie in der Mitte steht und sich dabei komisch fühlt. Ja? Zudem könnt ihr auch einfach Teammitglieder von euch einfach kurz missbrauchen, die ins Set reinstellen und Testfotos machen. Und als viertes, was für unser Projekt auch sehr, sehr wichtig war, eine klare Kommunikation. Ja? Ihr wollt eine Atmosphäre aufbauen, ihr wollt eine bestimmte Bildstimmung haben und ihr wollt vielleicht auch einen bestimmten Bildaufbau haben. Versucht das so präzise wie möglich an eure Models zu kommunizieren. Ja, und vor allem, wenn ihr mehrere Models habt, dass die auch sich nicht ganz verloren fühlen, sondern dass ihr ihnen hilft, in eure Stimmung reinzukommen, die ihr für euer Bild haben wollt. Ja? Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen und inspiriert euch auch einfach mal zu einem Lost Place zu fahren, den einfach mal wunderschön auszugestalten und eure eigenen Geschichten darin zu erzählen. Ja? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr.